Schön, dass Sie da sind. 2020 ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Wir freuen uns deshalb, dass wir Ihnen ein neues Lemken-Infoformat heute präsentieren können. Und es geht um Stickity, unsere neue intelligente Hacktechnik. Viele engagierte Kollegen haben interessante Infos zusammengetragen, Hintergründe, Menschen hinter den Kulissen und viel Technik natürlich, die wir Ihnen heute zeigen können. Ja, und wir möchten damit mit Ihnen in Verbindung bleiben und vor allen Dingen gemeinsam mit Ihnen erfolgreich sein. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie sich etwas daraus ziehen können, anwenden können für Ihre Anbauplanung und für Ihren Betrieb. Alles Gute, Ihre Nicola Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Digital-Event hier in unserem digitalen Agroforum bei Lemken. Ich bin Lara und werde euch heute durch die nächsten 30 Minuten begleiten. Es geht heute um die Klärung der Frage Hacken, eine Lösung für mich. Und ich habe mir zwei Spezialisten an die Seite geholt. Das ist einmal Simon aus dem Agro-Training und einmal Alex aus dem Vertrieb. Und die werden heute nicht nur meine, sondern auch eure Fragen beantworten. Ja, eure Fragen. Ihr habt die Möglichkeit, am Ende des Events nach unserer Unternehmenspräsentation und der Erklärung der Produkte eure Fragen im Chat zu stellen. Und ihr könnt auch für Fragen, die bereits gestellt wurden, voten. Das heißt, die Fragen, die am meisten gerankt wurden, werden dann von uns beantwortet. Im Anschluss an das Digital-Event habt ihr die Möglichkeit, hier im digitalen Agroforum noch etwas zu stöbern. Im Fanshop könnt ihr euch ganz tolle Klamotten anschauen. Ihr könnt an den Prospektständer gehen und euch anschauen, welche Geräte und welche Produktinformationen wir hier zur Hand haben. Außerdem könnt ihr euren Kontakt da lassen und ein Vertriebskollege wird sich bei euch melden und eure Fragen persönlich beantworten. Bevor wir uns jetzt aber den Produkten zuwenden, wollen wir erstmal erfahren, wie Stickity überhaupt zur Lemken-Gruppe gekommen ist. Was sind die Hintergründe und was macht das Unternehmen aus? Dafür schalten wir jetzt zu Iljan Schouten, Managing Director, nach Stad Haringvliet in die Niederlande, wo der Produktionsstandort von Stickity ist. Iljan wird uns etwas über die Hintergründe erklären und das Unternehmen vorstellen. Ja, wie ist Stickity eigentlich zu Lemken gekommen? Das ist eine gute Frage, Lara. Vor einigen Jahren haben wir in Lemken unsere Agrovision für Kropke aufgestellt. Darin stellen wir uns immer die Frage, ob was wir bieten, die Lösungen, die wir anbieten, immer noch die richtige sind. Ob gibt es vielleicht Alternativen? Damit sind wir auf die Suche gegangen nach alternativen Weisen, worauf wir eigentlich Pflanzenschutz und Unkrautbekämpfung machen können. Damit haben wir einen Partner gesucht und sind wir bei Stickity gekommen. Stickity ist ein innovativer Hersteller von Hacktechnik und innovative Kameralösungen. Was wir bei Stickity gesehen haben, ist ein junges, dynamisches, hochmotiviertes Team von Menschen, die gemeinsam ein Ziel haben. Das ist, innovative Lösungen zu bieten, Kameratechnik weiterzuentwickeln und Maschinen zu machen, zu produzieren und zu entwickeln, die wirklich Mehrwert bieten für unsere Kunden. Innovative Kameralösungen, die Maschine noch eigentlich sehr klassische Technik wieder modern machen. Und seit 2000 Eigenentwicklung, heißt alles von dieser Kameratechnik in eigenem Haus entwickelt. Und das ist genau, was bei Lemken so wichtig ist. Und was ist dann eigentlich unsere Vision? Was sind unsere Gedanken für Lemken und Stickity Richtung die Zukunft? Was wir immer wollen, ist nachhaltige Lösungen bieten. Das heißt, wir sind immer auf der Suche, mit weniger Chemie Landwirtschaft zu betreiben zu können. Also weniger Chemie einzusetzen. Heißt nicht, dass wir damit ohne machen können, aber wir können mit innovative Hacktechnik auch Alternativen bieten in mechanische Unkrautbekämpfung. Damit wollen wir eigentlich Platz geben, wir wollen Space to Grow bieten, nicht an unsere Pflanzen, aber auch an unsere Kunden. Platz um zu unternehmen, Luft um zu unternehmen. Für uns bedeutet das, dass wir in der Zukunft immer modernere, immer bessere Maschinen bieten wollen. Die innovative Technik mit intelligenten Lösungen, womit wir noch präziser werden können und womit wir noch besser unsere Landwirte unterstützen können. Für uns ist das Space to Grow. Vielen Dank, Iljan, für die Vorstellung bei Stickity. Space to Grow ist wirklich ein sehr passender Slogan, wenn wir über Hacken sprechen. Simon, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit Hacken auch gut funktioniert? Generell gilt, herstellerübergreifend, dass trotz der Verwendung moderner RTK-Systeme die Hackbreite muss der Säbreite entsprechen. Weiterhin sollte man immer so früh wie möglich anfangen, damit sich das Unkraut bloß nicht etablieren kann. Und die Schaffung eines sauberen Saatbetts und eines ebenen Saathorizontes ist Grundvoraussetzung dafür, dass man gleichmäßig flach schneiden kann.
So viel zu den Voraussetzungen. Alex, wie heißen denn eigentlich die Hackgeräte bei Sticketé? Ja, das ist einfach, Lara. Zum einen haben wir die Geräte der EC-Baureihe. EC steht hier für Easy Concept. Das ist der EC Reader, unser Hackgerät, in den verschiedenen Baureihen. Und zum anderen das Parallellenksystem EC Steer. Daneben haben wir noch die IC-Baureihe. IC steht für Intelligent Camera Concept. Wie der Name schon sagt, alles, was mit der Kamera zu tun hat, wird bei uns als IC bezeichnet. Vielen Dank, so viel zur Namensgebung, Alex. Jetzt kommen wir mal zu den Geräten. Mal angenommen, ich bin jetzt ein Lohnunternehmer oder ich habe einen großen Betrieb und ich möchte ein Hackgerät für mich konfigurieren. Was sind denn da die Möglichkeiten, die ich habe und was ist denn das passende Gerät für mich? Ich brauche ja Schlagkraft, ich habe mit unterschiedlichen und wechselnden Bodenbedingungen zu tun oder auch die Kulturen, die einfach unterschiedlich etabliert sind. Schlagkraft ist das Stichwort. Wir haben hier eine Beispielkonfiguration für eine Maishacke. Wir sehen hier das Kombi-Element. Am Kombi-Element dran sind hier die Hydraulikzylinder. Damit können wir, um kulturschonend unterwegs zu sein, mit Section Control arbeiten. Andersrum ist das Zeitfenster fürs Hacken relativ knapp. Das heißt auch, wir sind irgendwann mal unter harten, ungünstigen Bedingungen auf der Fläche. Hier können wir mit dem Kombi-Element bis zu 50 Kilo Druck auf die Werkzeuge geben und kommen so auch unter harten Bedingungen in den Boden rein. Die Höhenverstellung folgt für jedes Element einzeln über die Kurbel. Am Element dran, am Parallelogramm dran, ist der Werkzeughalter. Am Werkzeughalter sind verschiedene Werkzeugkonfigurationen möglich. Da dran sind jetzt einmal die Hackmesser montiert. Die Hackmesser zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen Untergriff haben, ganz flach angestellt sind und keine Bodenbewegung machen. Das heißt, das Unkraut nur ganz flach abschneiden, sodass es an der Oberfläche vertrocknen kann. Am Werkzeughalter dran haben wir verschiedene Nachlaufwerkzeuge. Bevor wir das zeigen, gehen wir erstmal hier zu unserer Innovation EC Space Mechanic. Jeder, der schon mal gehackt hat, weiß, dass Hacken sehr viel Einstellzeit benötigt. Mit EC Space Mechanic haben wir die Möglichkeit, über die Kurbel ganz schnell die rein inneren Werkzeuge einzustellen. Das heißt, das Band in seiner Größe zu verkleinern oder zu vergrößern. Das ist ja praktisch. Da kommt man ja richtig nah an die Kulturpflanze heran, auch wenn man zwischen unterschiedlichen Feldern wechselt. Das stimmt, das verkürzt die Einstellzeiten maßgeblich. Möchte man anhäufeln, haben wir noch hier das Häufelschar im Programm. Dadurch ist es möglich, Erde in die Reihe reinzuschmeißen und das Unkraut durch Verschüttung zu bekämpfen. Neben den Häufelscharen haben wir den Striegel im Programm. Der soll eben dazu beitragen, Unkraut, das noch Erde am Wurzelballen hat, von der Erde zu befreien, sodass es an der Oberfläche vertrocknen kann. Neben dem Striegel und den Häufelscharen haben wir noch die Fingerhacke, die eben aktiv in die Reihe reingreift und dadurch das Unkraut aus der Reihe rausdrückt. Sowohl Fingerhacke als auch Kombi-Element sind mit Section Control ausgestattet. Dadurch erreichen wir ein Maximum an Kulturschutz. Aber was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel auch Zuckerrüben hacken möchte? Brauche ich dann ein zweites Hackgerät? Da gucken wir uns mal unseren Profilrohrrahmen an. Natürlich sind kleine Sprünge möglich, die sind aber immer mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden. Und spätestens, wenn man wie hier Section Control hat, ist das nahezu unmöglich, verschiedene Reihenweiten damit zu realisieren. Um trotzdem noch die Vorteile der Parallelverschiebung und Kameratechnik nutzen zu können, haben wir EC Steer. EC Steer ist so aufgebaut, dass wir zwischen Parallelverschieberahmen und Hackrahmen eine Dreipunktschnittstelle haben und so verschiedene Hacken an den gleichen EC Steer Parallelverschieberahmen hängen können und so die Vorteile der Kamera nutzen können. Das heißt, ich habe eine einfache Hacke, zum Beispiel für Zuckerrübe und für Mais, hänge dann den Parallelverschieberahmen davor und kann dann ein Lenksystem im Prinzip benutzen. Jede Hacke, die in die Dreipunktschnittstelle passt, kann genutzt werden. Natürlich im Idealfall kauft der Kunde bei uns 2 Hacken, aber es ist auch möglich, dass er seine alte Hacke aus der Scheune holt, an unserem Hackrahmen koppelt und so die Vorteile einer modernen Kameralenkung nutzen kann. Das ist ja praktisch. Apropos Kamera, was für Lenksysteme bietet Sticketé denn an? Wir haben einmal den Sitz, der hinten auf der Hacke ist, der aber im Vergleich zu den Sitzen, die man früher hatte, sehr komfortabler geworden ist und nicht mehr manuell gelenkt wird, sondern über einen Joystick. Dann haben wir GPS-Lenkscheiben im Programm und natürlich hier unsere eigene Kamera, die immer in Verbindung mit einem Terminal und dem Parallelverschieberahmen verkauft wird. Das ist also das Kamerasystem IC Lite. Was macht das denn so einmalig? Seit 20 Jahren verbauen wir Kameratechnik, aber seit 2015 wird nur noch unsere eigene Kamera mit unserer eigenen Software verkauft. Also habt ihr jede Menge Erfahrung. Wie schnell kann man denn mit so einer Kamera fahren? Bei 2 cm Pflanzendurchmesser können wir bis 2 cm an die Pflanzenreihe ranfahren und das bis 15 km/h schnell. Das ist ja Wahnsinn. Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel roten Salat habe? Das ist relativ einfach. Wir können nicht nur grüne Pflanzen erkennen,
sondern auch Grün aus Grün, das heißt grünen Mais aus grünem Unkraut. Und wir haben auch die Möglichkeit, über die Learn-Funktion alle Pflanzenfarben, die aus Rot, Gelb und Blau gemischt worden sind, zu erkennen. Da kommen 16 Millionen Pflanzenfarben zusammen. Da ist in der Regel die Pflanze des Landwirtes dabei. Das alles läuft über die Learn-Funktion. Das heißt, der Landwirt fährt auf oder zwischen die Reihe, aktiviert die Learn-Funktion, wartet einige Sekunden, dann ist die Pflanzenfarbe gelernt und die Arbeit kann beginnen. Das können auch mit der Bedienung alle Mitarbeiter verstehen? Bei der Programmierung von IC Lite war Zielsetzung der Ingenieure, das so bedienerfreundlich wie möglich zu machen. Das heißt, alle Symbole, die nicht für die tatsächliche Arbeit gebraucht werden, sind gar nicht erst auf der Bildoberfläche. Das heißt, die stiften keine Verwirrung und führen auch nicht dazu, dass der Anwender lange suchen muss, um Funktionen zu ändern oder die Kamera einzustellen. Perfekt, richtig gut. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich doch mal das ein oder andere Einstellungsproblem im Feld habe? Da gibt es den Remote Service, das heißt, das Kamerasystem kann online geschaltet werden und alle Fehler oder Störungen oder Bedienhilfen, die das Kamerasystem betreffen, können von einem Servicetechniker geprüft, verbessert oder beratend eingestellt werden. Cool, Simon. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit diesen Lampen? Bei Kameralenksystemen denken die Anwender oft daran, dass man nur bei Tageslicht hacken kann. Mit den Scheinwerfern haben wir die Möglichkeit, auch nachts zu fahren. Die Scheinwerfer leuchten das Sichtfeld der Kamera aus. Dadurch kann man wirklich das Arbeitsfenster verdoppeln, indem man auch nachts arbeiten kann. Um das jetzt mit diesem Hackgerät hier abzuschließen, könntest du uns noch mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Gerne, natürlich. Wir haben hier unseren EC Steer Parallelverschieberahmen. Über die 3-Punkt-Schnittstelle ist es möglich, verschiedene Hacken an den Rahmen anzukoppeln. Das heißt auch die alte Hacke, die in der Scheune steht. Hier haben wir einmal eine Beispielkonfiguration für Mais. Da vorne hätten wir eine Beispielkonfiguration für Zuckerrüben. Hier sehen wir auch das Winkelmesser. Hier wollen wir immer einen möglichst hohen Kulturschutz mit absoluter Präzision kombinieren. Dann hätten wir Section Control hier an unserer Hacke, sowohl fürs Kombi-Element, das heißt für zwischen der Reihe, als auch für die Fingerhacke in der Reihe, um immer möglichst hohen Kulturschutz zu haben. Zu guter Letzt hatten wir die Spindelverstellung EC Space Mechanic, um die Einstellzeiten maßgeblich zu reduzieren. Perfekt. Jetzt haben wir ja nur über klassische Hackfrüchte gesprochen. Wie sieht das denn bei Getreide aus? Eine Getreidehacke haben wir hier vorne stehen. Wir können ab 15 cm Reihenweite hacken und natürlich die ganzen klassischen Reihenweiten wie im Biolatanbau 25 cm natürlich auch. Wir haben hier an unserem bekannten Profilrohrrahmen das Basiselement und hier hackt jedes Element einen Reihen-Zwischenraum. Wir haben am Basiselement einen Werkzeughalter. An diesem Werkzeughalter ist nur ein Werkzeug angebaut, das heißt, jedes Werkzeug arbeitet zwischen zwei Reihen. Wir sind in der Lage, hier bis zu 3 Werkzeuge anzubauen. Auch hier wird wieder jedes Element einzeln in der Tiefe geführt, über die gesamte Arbeitsbreite der Hacke. Wie ist es denn, wenn ich jetzt sehr steinige Bedingungen habe? Funktioniert das auch mit den Hackgeräten? Der Landwirt ist in der Regel standortgebunden. Das heißt, er muss auf die Steine irgendwie reagieren, um auch dort hacken zu können. Hier haben wir jetzt den Vibrohalter mit dem Hackmesser kombiniert. Dadurch verliert man natürlich etwas an Präzision, aber hat natürlich den großen Vorteil, dass man das Hackmesser nicht beschädigt und auch unter harten Bedingungen durch die Vibration des Halters etwas besser in den Boden reinkommt. Vielen Dank, Simon. Ich glaube, wir konnten jetzt schon sehr viel über die Stickety-Hackgeräte erfahren. Jetzt habe ich noch eine Frage für Alex. Wenn ich jetzt Kunde bin und ich möchte ein Hackgerät erwerben oder ich brauche Ersatzteile, weil ich schon ein Gerät zu Hause habe, an wen kann ich mich denn wenden? Ja, dann wendest du dich ganz einfach an deinen Lemken-Vertriebspartner. Er ist kompetenter Ansprechpartner, sowohl im Verkauf als auch im Service, als auch später bei den Ersatzteilen. Wenn du nicht genau weißt, wer dein Vertriebspartner ist in der Nähe, der auch Hacktechnik anbietet, gehst du auf die Händlersuche unter stickety.com. Da findest du deinen nächstgelegenen Händler und bekommst dort die gewohnte Lemken-Qualität geliefert. Apropos Qualität, lassen wir doch einfach noch mal ein paar Landwirte sprechen, die schon eine Stickety-Hacke erworben haben, und was die für Erfahrungen gemacht haben, hören wir jetzt. Mein Name ist Arndt Griemert. Wir sind hier auf dem Schloss und Gut Wendlinghausen in der Nähe von Bielefeld, das ist in Ostwestfalen, und arbeiten in einem Biobetrieb mit 300 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Schwerpunkt ist Gemüsebau, Getreide. Wir haben Pastinaken, Möhren, Buschbohnen und Kichererbsen.
Und wir setzen schwerpunktmäßig die Sticketeehacke im Getreidebau ein. Einerseits im Frühjahr, um unsere lehmigen Böden aufzureißen und die Beikrautregulierung besser mit dem Striegel durchführen zu können. Wir setzen bei uns auf einen Trecker mit Parallelfahrsystem, weil wir im Grunde den Trecker schon recht ruhig durch die Reihe geführt haben. Allerdings ist diese Genauigkeit nicht ausreichend zum Hacken. Wir arbeiten da so in einem Bereich zwischen 5 und 10 cm. Deswegen brauchen wir noch eine Hacke mit Verschieberahmen, die im Grunde kamerageführt hinten an der Kulturreihe die Hackschare lang führt und dann in einem Bereich von 1,5 bis 2 cm kommt an die Kulturreihe, um möglichst viel Beikraut wegzuhacken. Wir haben uns speziell für das Sticketeeh-Kamerasystem entschieden, da wir im Grunde die Betreuung über den Online-Zugriff haben und wir dadurch immer einsatzsicher sind und bei Fragestellungen sofort den Ansprechpartner haben, der uns helfen kann. Der Vorteil bei der Sticketeeh-Kamera ist auch, dass sie zwischen Beikraut und Kultur im Blatt unterscheiden kann. Sprich, eine Buschbohne ist im Blatt einer Melde sehr ähnlich optisch von den Umrissen, aber ein Meldenblatt hat eine andere Grünfärbung. Und dementsprechend kann man die Kamera drauf kalibrieren und wir können dann auch bei stark unkrauteten Reihen die Reihe wieder treffen. Bei den Hackscharen handelt es sich um übliche oder bekannterweise Gänsefußschare, die möglichst flach den Boden abschälen. Wir arbeiten so in einem 1 bis 2 cm Bereich, wo wir im Grunde die Wurzeln von dem Unterboden trennen, dass das Beikraut austrocknet und parallel wir noch ein bisschen durch den Erdfluss Erde in die Reihe häufeln, kann man schon sagen, und dementsprechend auch mal kleine Kräuter verschütten. Der Beweggrund für uns, zu Sticketeeh zu gehen, war erstens die sehr gute Kameratechnik und zweitens auf jeden Fall der Händler, der uns geführt hat und auch mit Werkzeugen und allem drum und dran, was die Hacke braucht und was sie nicht braucht, sehr gut beraten hat. Und im Grunde auch das sehr gute Arbeitsergebnis. Also mein Name ist Georg Drechsel. Wir befinden uns hier in Kaufering. Das ist bei Landsberg am Lech. Das liegt ca. 40 Kilometer westlich von München. Wir bewirtschaften hier einen Naturland-Ackerbaubetrieb. Seit 20 Jahren sind wir jetzt mittlerweile Öko und auch bei Naturland dabei. Wir bewirtschaften 200 Hektar Ackerbaufläche, auf der wir seit 3-4 Jahren überwiegend mehr Hackfrüchte anbauen. Wir bauen in Bezug auf die Hacke jetzt ca. 15 bis 20 Hektar Sojabohnen an, ungefähr 10 bis 20 Hektar Ackerbohnen, so 20 bis 25 Hektar Zuckerrüben und 20 bis 30 Hektar Mais. Die letzten Jahre hatten wir eine stinknormale Hacke, ohne Kamerasteuerung, ohne alles. Und haben uns dann eben letzten Herbst dazu entschieden, dass wir jetzt eine kameragesteuerte Hacke haben wollen. Und wir wollten dann auch sagen, dass wenn wir jetzt ein System finden, wo wir nicht nur einen Kamerarahmen kaufen können, sondern das Komplettsystem und wo uns das Komplettsystem auch gefällt, also inklusive Hacke, dass wir uns dann für eine komplett neue Hacke entscheiden werden. Und dann war ich auf der Agritechnica und habe eben die Sticketeeh-Hacke gesehen, inklusive Kamerarahmen, und was mir daran besonders gut gefallen hat, war die Spindelverstellung von den Werkzeugmessern. Oder das hat mir sehr gut gefallen, weil ich dadurch halt innerhalb von wenigen Minuten auf dem Feld die Hacke perfekt einstellen kann. Was mir auch gut gefallen hat, war der Kamerarahmen und allgemein die komplette Verarbeitung und die verschiedenen Werkzeuge,
was ich dazu kaufen kann. Bei so viel positivem Feedback zur mechanischen Unkrautbekämpfung stellt sich unseren Zuhörern jetzt bestimmt die Frage, was ist denn mit dem chemischen Pflanzenschutz? Ist der bei Lemken jetzt quasi abgehackt? Nein, Lara, ganz und gar nicht. Wir beschäftigen uns im Moment intensiv damit, Lösungen für den integrierten Pflanzenbau zu entwickeln. Und was heißt das genau? Das heißt, dass wir uns mit Bandspritzapplikationen und auch der Kombinationsmöglichkeit, zum Beispiel mit einer Hacke, intensiv beschäftigen. Aber mehr dazu erfahren die Zuschauer sicherlich in Kürze. Vielen Dank, Alex. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Simon, für das Erklären der Geräte. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und der ein oder andere konnte für sich die Frage beantworten, ob Hacken eine Lösung für den eigenen Betrieb sein kann. Und falls ihr doch noch Fragen haben solltet, dann bleibt dran. Wir haben gleich noch den Live-Chat für euch. Ihr könnt für Fragen voten oder eure Kontaktadresse in dem Kontaktformular hinterlassen. Wir kommen dann auf euch zu. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Unser Antrieb, Ihr Erfolg.